Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video von mir. Das hier ist keine Flöte und auch kein Zauberstab. Nein, das ist ein Lauf mit einem Hop-Up-Gummi. Und um den geht es auch heute. Schauen wir uns heute mal das Hop-Up etwas genauer an. Wofür ist das überhaupt da? Warum ist das überhaupt in der Replika drin? Was macht es? Und die erste Funktion kann ich eigentlich schon direkt erklären. Und zwar sorgt es dafür, wenn ich jetzt hier eine BB drauflege, ihr könnt es hoffentlich sehen, ja, da sieht man es. Genau, es sorgt zum einen dafür, dass die Kugel nicht aus dem Lauf rollt, wenn ihr die Replika nach unten haltet. Das wäre die erste Funktion. Und für die zweite Funktion, da muss ich mich mit einem Blatt Papier an den Schreibtisch setzen. Ich warne euch schon mal vor, ich bin nicht der geborene Zeichner, aber ich denke mal, das Prinzip, was dahinter steckt, das wird verstanden. Also fangen wir mal an. Wir haben hier einmal einen Lauf. So, da ist der Lauf. Das ist jetzt auch nicht maßstabsgerecht. Und in diesem Lauf haben wir unsere Kugel. So, würden wir jetzt ohne Hop-Up die Kugel abfeuern wollen, würde Folgendes passieren. Die Kugel würde durch den Lauf fliegen und würde nach ein paar Metern blub, auf die Erde fallen. Das würde passieren ohne Hop-Up. Das Problem an der Sache ist, der Kugel fehlt die nötige Stabilität und die erreichen wir durch das Hop-Up. Und zwar haben wir hier im Lauf ganz vorne haben wir ein Gummi, das werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen, das habe ich jetzt mal rot markiert. Und dieses Gummi drückt ein wenig auf die Kugel. Und wenn ihr euch wundert, wie das denn wie das vonstatten geht, im Lauf selber ist eine kleine Aussparung. Die zeige ich euch gleich nochmal an dem Lauf selber. So, und jetzt drückt das Hop-Up ein wenig auf die Kugel drauf. Und was wird passieren? Hier haben wir die Kugel. Und die bekommt einen Rückwärtsdrall. Und durch diesen Rückwärtsdrall bekommt die nötige Stabilität. Sie fliegt und fliegt und fliegt. Und wenn ihr das Hop-Up genau richtig eingestellt habt, dann fliegt sie, fliegt ein kleines bisschen nach oben und fliegt dann runter. Das heißt, wir haben eine stabile Flugbahn und wir haben einen Reichweitengewinn. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, je mehr, desto besser, viel hilft viel. Wenn ich das Hop-Up jetzt mal ganz rein drücke, so ganz rein, dann wird Folgendes passieren. Die Kugel wird wieder durch den Lauf fliegen, aber jetzt fliegt sie nach oben ins Nirvana. Und genau das wollen wir nicht. Nein, wir wollen das hier. Genau. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, das Hop-Up muss exakt zu der Kugel eingestellt werden, zu dem Gewicht. Das heißt, hat man unterschiedliche Gewichte, muss man auch das Hop-Up wieder einstellen, weil sonst die Kugel irgendwo hinfliegen würde. Ich hoffe, ich konnte mit meinen zeichnerischen Fähigkeiten jetzt ein wenig Licht ins Dunkel bringen und wie das Hop-Up jetzt genau im Lauf aussieht. Ja, und wie das aussieht, wenn man auf das Hop-Up drückt, das zeige ich euch jetzt. Bevor wir uns dem Hop-Up widmen, gucken wir uns nochmal den Lauf an. Und zwar sehen wir hier diese Aussparung. Ich zeige das mal mit einer Kugel. Seht ihr, kann man reingucken. Hier ist die Aussparung und genau in dieser Aussparung, dort greift das Hop-Up-Gummi. Und das zeige ich euch jetzt. Und hier seht ihr das Hop-Up-Gummi und dort kann man auch diesen kleinen Knubbel hier sehen. Und dieser Knubbel, der ist nicht äußerlich, der ist nach innen gerichtet und der passt genau in die Aussparung. Hier innen drin in dem Hop-Up-Gummi sind auch noch so zwei Führungsrillen. Die hat man hier an dem Lauf auch, damit das etwas genauer passt. So, und hier sieht man, dieser Knubbel, der passt genau in die Aussparung rein. Und wie das von innen aussieht, im Inneren des Laufes, wenn man da mal drauf drückt, das zeige ich euch jetzt. Jetzt habe ich den Lauf eingespannt und ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr mehr Hop-Up einstellt an eurer Replika. Jetzt aktuell haben wir kein Hop-Up drin
Und jetzt geben wir immer mehr und ihr seht, das Hop-Up kommt langsam durch. Und genau an dieser Stelle bekommt die BB ihren Rückwärtsdrall und wird natürlich auch immer fester im Lauf gehalten, je mehr Hop-Up ihr gebt. Und jetzt haben wir wieder wenig Hop-Up und hier haben wir wieder viel Hop-Up. Das passiert also quasi im Inneren des Laufes, wenn ihr euer Hop-Up einstellt. Jetzt wollen wir mal das Hop-Up einstellen und das ist keine Zauberei. Wirklich nicht, das geht eigentlich relativ simpel und es ist natürlich auch Grundvoraussetzung dafür, dass ihr auf dem Platz spielen könnt. Denn es macht keinen Sinn, wenn die Kugel nur 5 Meter aus dem Lauf rollt, sondern ihr wollt natürlich auch eine gewisse Reichweite haben und auch Treffer erzielen. Wie ihr an die Hop-Up-Unit drankommt, da müsst ihr selber nachschlagen in der Bedienungsanleitung oder euch zeigen lassen. Es gibt verschiedene Wege, also jeder Hersteller macht also sein eigenes Ding. Meine High Kappa zum Beispiel, da muss ich den Schlitten abnehmen. Oder meine SSX23, da kann ich zum Beispiel mit einem Imbusschlüssel von außen dran. Also das ist immer unterschiedlich. Und wie stellen wir jetzt das Hop-Up ein? Das ist ziemlich einfach. Das ist kinderleicht und auch Grundvoraussetzung dafür, dass ihr überhaupt spielen könnt. Das Wichtigste ist, ihr braucht weiße Kugeln. Ja, ihr müsst den Flugverlauf der Kugel kontrollieren können. Und das macht ihr am besten, indem ihr an der Replika vorbeischaut. Also nicht durch Kimme und Korn zielen, sondern an dem Lauf vorbeischauen und dann die Flugbahn der Kugel kontrollieren. Sollte die Kugel nach 10 Metern immer noch auf den Boden fallen, habt ihr definitiv zu wenig Hop-Up drin. Geht die Kugel nach oben, habt ihr zu viel. Das heißt, ihr müsst wieder ein Stückchen reduzieren. So, und das ganze Spielchen, das macht ihr halt so weit, ja, so lange, bis die Kugel tatsächlich eine stabile Flugbahn hat und ja, die maximale Reichweite erzielt hat. Aber ihr stellt nicht immer wild rum, rein, raus, sondern ihr tastet euch vorsichtig ran, also Hop-Up ganz raus. Und dann immer ein Stückchen weiter rein, schießen, kontrollieren, wieder Hop-Up rein, schießen, kontrollieren. So lange, bis die Flugbahn auch wirklich top ist. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Ja, was heißt natürlich? So natürlich ist es nicht, obwohl doch, es ist natürlich. Klar, natürlich. Die Kugel wird ja vom Hop-Up festgehalten. Das heißt, je mehr Hop-Up wir drin haben, desto stärker wird die Kugel festgehalten und desto mehr Druck muss auch aufgebaut werden, damit die Kugel den Lauf verlässt. Und ich habe das Ganze mal nachgemessen mit meiner Scorpion Evo. Mit 0,2 Gramm BBs habe ich tatsächlich einen Unterschied von 0,26 Joule gehabt. Bei 0,28 Gramm BBs war es ein Unterschied bei 0,3 Joule und mit der SSG 10 von Novritsch und 0,46 Gramm habe ich einen Unterschied von 0,83 Joule gehabt zwischen Hop-Up drin und Hop-Up draußen. Also das müsst ihr euch immer im Klaren sein, bevor ihr zum Kronen geht, immer erst das Hop-Up einstellen, weil ansonsten könnte es Probleme geben. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Hop-Up ein wenig näher bringen. Ja, behaltet immer im Hinterkopf, erst das Hop-Up einstellen und dann zum Kronen gehen. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, schaut mal auf Instagram vorbei. Und ich sag dann mal bis demnächst.